Spiele sind mehr als nur ein Zeitvertreib. Sie können ein Portal in tiefgründige menschliche Erfahrungen und Emotionen darstellen. Manchmal sind sie sogar eine unbewusste Suche nach Antworten auf die Fragen, die wir uns im echten Leben stellen. Doch warum suchen wir überhaupt nach Antworten? Warum verfolgen uns die offenen Handlungen über den Bildschirmrand hinaus? Und warum haben Geschichten das Potenzial, uns zu verändern? Gris ist einzigartig. Es ist eines jener Spiele, die mich auf eine emotionale Achterbahn mitgenommen haben, wie kaum ein zweites. Es versinnbildlicht eine der schlimmsten Erfahrungen, die wir als Menschen durchleben können: den endgültigen Verlust von etwas Geliebtem. Ich frage mich, was ist am Ende dieses langen Tunnels? Finde ich darin auch Hoffnung? Gris beginnt mit dem Moment, in dem wir den Halt verlieren. Der Boden unter unseren Füßen zerbricht und wir tief fallen. Sehr tief. Doch Trauer wird von jeder Person anders verarbeitet und durchlebt. Und so ist auch die Geschichte von Gris eine ganz persönliche. Gris, das spanische Wort für grau, ist auch der Name der Protagonistin. Über wenige Stunden führt uns Gris durch die 5 Stadien der Trauer nach Elisabeth Kübler-Ross. Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Wir wissen noch nicht, warum sie trauert. Das Zerbrechen einer haltenden Hand deutet lediglich darauf hin, dass jemand nicht mehr da ist, der uns Schutz und Geborgenheit geboten hat. Doch vom eingangs singenden Mädchen in den bunten Wassermalfarben ist nunmehr ein in sich gekehrtes Überbleibsel ihrer selbst am Boden ihrer Existenz angekommen. Ich bin gefesselt. Ich will die Farben zurück, die Musik. Ich will Antworten. Wessen Hand ist zerbrochen? Was erwartet mich hinter dem Nebel? Und wie kann sich Gris wieder aufraffen? Gris bietet mehr als eine Darstellung persönlicher Trauer. Das Spiel öffnet ein Fenster zu unserer tiefen menschlichen Neigung, Erlebnisse zu verarbeiten und ihnen Bedeutung zuzuweisen, die Antwort auf eine Frage zu suchen. Diese Suche nach Sinn tritt nicht nur in den offensichtlichen Lebensmomenten auf, sondern durchzieht auch alle Facetten unseres Alltags. Ein vergleichbares psychologisches Phänomen illustriert das Experiment von Haider und Simmel aus dem Jahr 1944, das zeigt, wie wir selbst in einfachsten Animationen menschliche Handlungen und Motive erkennen. Teilnehmende wurden gebeten, eine einfache Animation von geometrischen Figuren zu interpretieren, und die Ergebnisse waren erstaunlich. Den Teilnehmenden wurde folgendes Video gezeigt. Das gesamte Video zeigt die Animation von 2 Dreiecken und einem Kreis in einem Rechteck. Das Video wurde im ersten Experiment 2-mal gezeigt und danach folgende Aufgabe gestellt. Schreiben Sie auf, was im Film vor sich ging. Die Resultate waren ebenso erwartet wie verblüffend. 30 der 34 Teilnehmenden beschrieben den Film mit Personen. Aber nicht nur wurden die geometrischen Figuren außer das Rechteck als Personen bezeichnet, ihnen wurden auch menschliche Eigenschaften, Motive und Handlungen zugesprochen. Die Kurzfassung davon ist folgende. In den meisten Fällen entstand die Geschichte, dass ein Mann ein Mädchen aufsucht und unterwegs einem anderen Mann begegnet. Die beiden Männer geraten aneinander, während sich das Mädchen versteckt. Letztlich gelingt ihnen die Flucht, während der übrig bleibende Mann wütend und frustriert ist. Das Experiment gilt allgemeinhin als Klassiker in der Psychologie. Obwohl in den nachfolgenden Teilexperimenten zielgerichtete Fragen gestellt wurden, wie beispielsweise welche Art Person das große Dreieck darstellt, war dies gar nicht nötig. Bis heute wurde das Experiment viele Male reproduziert. Zunehmend öfter bezeichneten die Teilnehmenden die Formen als geometrische Figuren, manchmal als Personen, schrieben ihnen aber grundsätzlich menschliche Motive und Eigenschaften zu. Abschließend kann festgestellt werden, dass die Interpretation des Films abhängig ist von unserem kulturellen Hintergrund, unseren vermittelten Werten und auch unserem Medienkonsum. Dieses Experiment unterstreicht dennoch, wie unser Gehirn ständig versucht, Ordnung im Chaos zu finden. Es demonstriert eindrucksvoll, wie es selbst mit minimalen und abstrakten Informationen nach vertrauten Mustern sucht, besonders wenn uns der allgemeine Kontext völlig fremd und rätselhaft erscheint.
wie im Spiel Inside. Meiner Meinung nach ist Inside ein Spiel über einen Jungen, der vor bösen Menschen davonläuft, die seinen roten Pullover haben wollen, und am Ende wird er von einem Monster verschlungen. Wahrscheinlich schüttelst du gerade den Kopf und schlägst die Hand vors Gesicht, wenn du Inside gespielt hast. Doch liege ich mit meiner Aussage so falsch? In Ordnung, lass es mich nochmals anders versuchen zu interpretieren. Inside ist ein Spiel über einen Jungen, der vor einer geheimen Organisation davonrennt, die Experimente an Menschen durchführt. Inside porträtiert das Spiel von Macht und Machtlosigkeit sowie den Gewinn und Verlust von Kontrolle. Unsere Absicht ändert sich, je näher wir der Forschungseinrichtung mit ihren Experimenten kommen. Um dem Unsagbaren Einhalt zu gebieten, verbinden wir uns zu einem kollektiven Bewusstsein, das nicht mehr ferngesteuert wird, sondern von innen heraus ein gemeinsames Ziel anstrebt. Freiheit und der Widersetzung von Kontrolle und Entmenschlichung, ob letzten Endes lebendig oder tot. Das ist zumindest das normale Ende. Das Ende, was wahrscheinlich die meisten von uns gesehen haben, und meine persönliche Antwort, die ich auf all die Fragen finden konnte. Aber es gibt auch ein zweites Ende, was eine schockierende Frage aufwirft. Bestimmt sind dir die gelben Kabel auch aufgefallen. Du hast ein paar dieser Kapseln zerstört. Was aber passiert, wenn man alle Kapseln vom Netz trennt, anschließend zur Farm in einen geheimen Bunker geht und einen unglaublich komplizierten Code eingibt, ist ausgesprochen bizarr. Hinter der letzten Tür befindet sich ein großer Stecker. Und wenn wir diesen ziehen, verfällt auch der Junge im roten Pullover in dieselbe halblebendige Haltung wie die Marionetten, die wir kontrolliert haben. Sind wir selbst die Puppenspieler und haben die Fäden beim Jungen gezogen? Ist dies das ultimative Ende, die endgültige Freiheit, die wir ihm bieten können, indem wir ihn von unserer Kontrolle befreien? Sind wir vor dem Bildschirm das Monster? Jedenfalls sind das meine Interpretationen, denn die Entwickler haben nie erklärt, worum es im Spiel genau geht. Du hast bestimmt eine ganz eigene Version dieser Geschichte und siehst das womöglich anders. Und das ist auch in Ordnung. Denn so wie unsere Interpretationen unterschiedlich sind, so sind es auch unsere Erfahrungen und Werte im Leben, die diese beeinflussen. Es gibt viele Gründe, warum uns Games und auch Filme so sehr beschäftigen. Es gibt Entwicklerstudios, die ihre Handlungen ganz klar verständlich machen, die wie im Falle von Gris bestätigt haben, dass es um die Bewältigung von Trauer geht. Andere erzählen eine Geschichte wie Inside, deren Interpretation uns Zuschauern überlassen wird. Im Fall von Studio Ghibli, ja, ich habe das auch immer falsch ausgesprochen, und Hayao Miyazaki ganz besonders. Seine berühmten Animationen wie Mein Nachbar Totoro, Princess Mononoke, Spirited Away und Howl's Moving Castle haben ihm zu weltweitem Kultstatus verholfen. Doch Miyazaki selbst hat über all die Jahre in Interviews immer wieder betont, dass wir selbst den Sinn in seinen Filmen entdecken sollen, wenn es überhaupt einen gibt. Er erzählt Geschichten von persönlichem Wachstum, vom Erwachsenwerden und der Bewältigung von Gefühlen. Dabei lässt Miyazaki genug Freiraum, um uns selbst in die Welt hineinzufühlen, unsere eigenen Antworten zu suchen und Bestätigung in unseren Suchen zu erfahren. Öfters wird er als der Walt Disney von Japan betitelt, auch wenn er diese Bezeichnung nicht gerne hören soll. Verständlich, wie ich finde. In Walt Disney-Filmen ist die Handlung meistens relativ geradlinig. Es gibt heldenhafte Figuren wie Asha, Simba oder Belle, und dann gibt es ihre zugehörigen Bösewichte, die ihnen in die Quere kommen wie König Magnifico, Scar oder Gustav. Bei den Studio Ghibli-Filmen verzichtet Miyazaki gemäß eigener Aussage selbst auf klare Bösewichte. Sie seien nicht ansprechend zum Zeichnen, also habe er sich gegen böse Figuren in seinen Filmen entschieden. Und er wolle keine Filme erschaffen, in denen man klar sagen kann, das ist ja und das ist nein. Genauso mehrdeutig wie seine Filme sind, hat er sich selbst so gar nicht immer verstanden. In einem Interview, als man ihn zu Produktionshintergründen seiner Filme befragte, kam die Sprache unweigerlich auf Prinzessin Mononoke. Miyazaki hat Folgendes dazu gesagt: Als ich mit dem Film fertig war, konnte ich es nicht verstehen. Was habe ich erschaffen? Sogar Miyazaki selbst kennt nicht alle Antworten auf seine Filme. Er überlässt es noch so gerne seinem Publikum, eine Antwort zu finden.
Diese Suche nach Antworten hat im Beispiel von Spirited Away die Community über 20 Jahre beschäftigt und gespalten. Wer oder was ist No-Face? Dieser böse Geist begleitet Chihiro fast durch den gesamten Film. Es wird aber nie genauer erklärt, was es ist oder verkörpert. Es gab unzählige Theorien, doch am 5. Januar 2024 brach Miyazaki mit dem Schweigen und gab eine Antwort. Es gibt viele Menschen wie No-Face in unserer Mitte. Es ist die Art von Person, die sich an andere klammern will, aber kein Selbstbewusstsein hat. Sie sind überall. Nach all dieser Zeit im Ungewissen ist es besser zu wissen, was der Erschaffer von No-Face sich dabei gedacht hat, oder wäre es besser im Ungewissen geblieben zu sein? Ich argumentiere für Letzteres. Denn ich glaube, wenn wir uns eine Erklärung für eine Geschichte ausdenken und für so lange daran festhalten, weil es keine publike Wahrheit gibt, dann wird unsere Erklärung zu der Version, die wir glauben wollen und in die echte Welt transportieren. Eine Erklärung, die sich von unserem bisherigen Denken unterscheidet, ist dann weniger gewichtig, weil ihre Wirkung sich nicht über denselben Zeitraum in uns manifestieren konnte. Die Welt zu verstehen und Antworten zu finden, darum geht es auch im exzentrisch wirkenden Rätselspiel Chants of Senna. Aber nicht nur die Welt, sondern die gesamte sprachliche Vielfalt und die Hintergründe verschiedener Kulturen wollen verstanden werden. Wir werden in eine Welt geworfen, deren Sprache wir nicht verstehen. Um die Aussagen unserer vielen, teils flüchtigen Bekanntschaften nachvollziehen zu können, müssen wir aus dem Kontext schließen, aus Gestiken, aus Bildern und manchmal auch mit dem Ausschlussverfahren. Wieder interpretieren wir geometrische Formen. Die ersten, die ich rein aus der Situation und aufgrund der Darstellung der unbekannten Glyphen schließen konnte, waren ich und du. Das sieht doch aus wie ein Mensch, dachte ich mir. Dann schreibe ich in mein Notizbuch, indem ich die Wörter neben Zeichnungen schreibe, damit ich mich an deren vermutliche Bedeutung erinnere. Ironischerweise sind wir nicht alleine, die mit dem Verständnis der Sprache ihre Schwierigkeiten haben. Chants of Senna verweist auf die in der hebräischen Bibel gleichgenannte südliche Region von Mesopotamien, wo der Turm zu Babel gestanden haben soll. Wir befinden uns am Fuße eines gewaltigen Turmes. Jede Ebene wird durch eine andere Kultur bevölkert, die ihre eigene Sprache entwickelt hat. Es liegt an uns, diese unterschiedlichen Sprachen zu verstehen und sogar zwischen den 5 Bevölkerungsgruppen zu vermitteln. Wieder Fragen. Warum lassen die Krieger die Gläubigen nicht nach oben? Wo ist der Priester hingegangen und warum? Und was befindet sich auf der Spitze des Turmes? Aus diesem Zustand entstehen etliche Missverständnisse zwischen allen Kulturschichten des Turms. Niemand versteht die andere, keine darf die jeweils nächste Stufe erklimmen, Fragen über Fragen und keine Antworten. Uns treibt ein starkes Gefühl an, das alle anderen überschattet. Die Suche nach einer Antwort. Warum sind wir hier? Warum versteht sich niemand und was können wir tun? Ich bin nicht mehr in meinem Wohnzimmer. Ich bin in Senna. Ich bin im Turm bei den Leuten und ich suche nach einer Antwort. Egal wie wir den Bogen einer Geschichte spannen, es stellt sich die Frage, warum sind wir so versessen darauf, eine Geschichte abzuschließen? Warum fühlen wir uns unvollständig, wenn die Handlung nicht zu einem klaren Ende kommt oder wir sie nicht auf Anhieb verstehen? Die Antwort darauf liefert die faszinierende narrative Transportationstheorie von Melanie Green und Timothy Brock, die uns nicht nur zeigt, wie Geschichten uns beeinflussen, sondern auch, warum wir sie zu Ende bringen müssen. Die narrative Transportationstheorie erklärt, wie wir uns in eine Geschichte hineintransportieren lassen. Ein Prozess, bei dem wir die reale Welt um uns herum vergessen und tief in die Welt der Erzählung eintauchen. Diese tiefe Immersion bewirkt, dass wir zeitweise unsere eigene Umgebung ausblenden und völlig in der Handlung aufgehen. Emotionen und Gedanken der Charaktere werden zu unseren eigenen und die Geschichte entfaltet eine unmittelbare, manchmal sogar verändernde Wirkung auf unsere Einstellungen und Überzeugungen. Green und Brock führten Experimente durch, in denen sie zeigten, dass eine starke Transportation durch eine Geschichte dazu führen kann, dass Menschen ihre Einstellungen ändern, insbesondere wenn die Geschichte sie emotional berührt. In einem ihrer Experimente lasen Teilnehmer eine fiktive Geschichte über eine schwierige soziale Situation.
Diejenigen, die angaben, sich stark in die Geschichte hineinversetzt zu fühlen, zeigten eine deutlichere Einstellungsänderung im Vergleich zu denen, die nur eine Zusammenfassung der Ereignisse lasen. Ähnlich wie die Protagonistin in Grease, die uns durch ihre emotionale Reise führt, transportieren uns Geschichten in Zustände, in denen wir offen für Veränderungen sind. Die emotionale Reise von Grease, die von Verlust zu Akzeptanz führt, könnte unsere eigene Sicht auf Trauer und Heilung beeinflussen, gerade weil das Spiel uns so tiefgreifend in seine Welt zieht. Das Bedürfnis, eine Geschichte abzuschließen, ist also nicht nur eine Frage der Neugier oder des Interesses. Es geht tiefer. Wenn eine Geschichte uns transportiert und dann ohne klaren Abschluss endet, bleiben wir emotional und kognitiv in der Schwebe. Dies kann zu einer Art psychologischem Hängezustand führen, in dem die durch die Geschichte geweckten Gedanken und Gefühle keine Auflösung finden. Unser Gehirn strebt nach Abschluss und Klarheit, um dieses narrative Vakuum zu füllen und die emotionale Reise zu vollenden, die die Geschichte begonnen hat. Unser emotionales Investment verlangt nach einem Abschluss, der bestätigt, dass unsere Zeit und unsere Gefühle gerechtfertigt waren. Dieses Bedürfnis nach einem Abschluss wird besonders spürbar in Spielen wie Grease, Inside, aber auch Chance of Senna, in dem wir mit einer Welt voller Rätsel und unvollständiger Informationen konfrontiert sind. Hier müssen wir nicht nur als Spieler handeln, sondern auch als Geschichtenerzähler, die aktiv die Lücken in der Erzählung füllen und die verborgenen Bedeutungen selbst entdecken. Wie die narrative Transportationstheorie zeigt, ist dieser Prozess nicht nur ein Spielmechanismus, sondern eine tief verwurzelte psychologische Notwendigkeit, die unsere Erfahrungen in der Welt der Spiele und darüber hinaus formt. Die narrative Transportationstheorie von Green und Brock besagt, dass uns eine Geschichte stärker transportiert, wenn sie uns emotional und kognitiv beschäftigt. Also wenn wir einerseits Gefühle für die Charaktere und die Welt entwickeln, aber auch wissen wollen, wie sie funktioniert und Antworten auf die aufgeworfenen Fragen haben wollen. Ihre Forschung basiert zu einem Teil auf dem Werk Experiencing Narrative Worlds on the Psychological Activities of Reading von Richard J. Garrick. Es beinhaltet eine sehr schöne, aber auch etwas beängstigende Beschreibung des Phänomens transportiert zu werden, das ich frei übersetzt habe. Der Reisende wird transportiert durch ein Transportmittel als Ergebnis der Ausführung bestimmter Handlungen. Der Reisende legt eine gewisse Distanz zu seiner Ursprungswelt zurück, was einige Aspekte seiner Ursprungswelt unzugänglich macht. Der Reisende kehrt zu seiner Ursprungswelt zurück, auf eine Weise verändert durch seine Reise. Es ist etwas abstrakt, aber im Grunde sagt Garrick Folgendes: Wenn wir in eine fiktive Welt abtauchen, so sind wir zu einem Teil dort gefangen. Wir existieren nicht mehr als Ganzes in der Realität, sondern geben einen Teil davon auf, um in der fiktiven Welt zu sein, die uns verändert zurückbringt, sobald wir von der Reise zurückkehren. Das einfachste Beispiel ist, dass wir die Zeit vergessen, dass wir nicht bemerken, wie jemand den Raum betritt oder wie es draußen dunkel wird. Das führt mich zu folgenden Gedanken. Wenn wir uns einer Geschichte hingeben, so geben wir willentlich dafür etwas von uns selbst auf. Wir sind nicht mehr nur hier, sondern auch dort. Und je mehr wir unser Hier aufgeben, je mehr wir in dieser Geschichte versinken, desto mehr Antworten wollen wir. Wie könnte ich in einer Welt leben, die ich nicht verstehe, deren Anfang und Ende ich nicht kenne? Welche Lehren kann ich ziehen, damit ich es besser machen kann? Was erwartet mich, wenn ein plötzlicher Verlust mich in die tiefe Finsternis stürzt?